Servus Leute, auf das Projekt freue ich mich schon ganz besonders. Ich werde nämlich heute mal einen Prototypen bauen für ein Produkt, was es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und zwar hat mich vor kurzem mal ein Architekt angeschrieben, der auch als Produktdesigner tätig ist und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Bock auf ein gemeinsames Projekt hätte. Wir haben uns dann einfach mal getroffen, das Ganze durchgesprochen, noch ein paar Gedanken gemacht und ja, ich muss sagen, die Idee finde ich eigentlich ganz interessant. Hier habe ich jetzt schon mal das erste Modell, was wir im 3D-Drucker entworfen haben. Daraus werde ich den Prototypen bauen, aus Beton, und ich bin mir ziemlich sicher, dass bisher noch keiner von euch erraten kann, was das mal werden soll. Müsst ihr noch ein bisschen warten, was es wird und was die Innovation da dran ist, zeige ich euch dann gleich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir vorab schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, was das werden könnte. Ja, sind bestimmt ein paar lustige Antworten dabei. Dann legen wir jetzt mal los und bauen die Schalungsform für den Silikonabguss, und da brauche ich jetzt erstmal eine Gießform. Ja, da kann ich hier so alte Resthölzer verwenden. Die sind lang gut. Den Radius wollte ich eigentlich mit dem Kreisschneider ausschneiden, aber der ist vom Radius her zu klein. Naja, verwenden wir die Oberfräse, damit funktioniert es auch. Zum Ausschneiden verwende ich einen selbstgebauten Kreisschneider-Jig. Der ist extrem einfach zu bauen, funktioniert echt top, und ja, da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Dann benötigt man natürlich auch noch einen kleinen Kreis, und dafür habe ich den Kreisschneider verwendet. Die Kreise habe ich ausgeschnitten, jetzt brauchen wir nur noch eine Umrandung für die Gießform. Und dafür verwende ich hier so Kunststoffband. Das Kunststoffband ist eigentlich eine Rasenkante und die eignet sich zum Bau von Gießformen wirklich extrem gut. Wenn ich das Produkt noch finde, kann ich es euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Meine beiden Gießformen habe ich fertig. Die müssen keinen Schönheitspreis gewinnen, nur dicht sein. Und die Kunststoffform klebt man jetzt einfach mit Silikon auf den Schalungsboden fest. Zum Gießen verwende ich hier so Abformsilikon von Epoxid 1, und das mischen wir uns jetzt mal an. Das besteht aus zwei Komponenten und die müssen 1:1 miteinander vermischt werden. Das Abformsilikon mischt man dann gut durch, bis die Farbe einheitlich blau ist, das sieht man dann schon, und dann kann man mit dem Gießen beginnen. Das Silikon selbst braucht dann ca. 10 Stunden zum Aushärten, und danach kann man es dann auch gleich zum Gießen von Beton oder Epoxidharz verwenden. Ja, bis zu diesem Punkt hat noch alles nach Plan funktioniert, und dann gab es leider das erste Problem bei diesem Projekt. Puh, das war eine Punktlandung, sage ich euch. Da sind keine 200 Gramm Silikon mehr übrig. Silikon ist jetzt soweit ausgehärtet. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Geht ganz schön übel ab, du. Mann, Mann, Mann. So. Oh Mann, das geht nicht so hart. So. Oh nein. Oh. Jetzt weiß ich, warum so übel auszuschalen gegangen ist. Oh, Mann! Ich frage mich die ganze Zeit schon, warum geht es so schwer auszuschalen? Es müsste normal ganz einfach aus der Schalungsform gehen. Ja, und jetzt habe ich es gesehen. Ich habe das Kunststoffteil verkehrt rum in die Schalungsform geklebt, also verkehrt rum gegossen. Deswegen war jetzt die breite Seite hier unten, und das, was später die Sichtseite sein soll, war jetzt oben. Also das bedeutet, mit der Form kann ich nichts anfangen, die kann ich wegschmeißen. Mit der kleinen ist es natürlich das gleiche, habe ich es auch verkehrt rum reingeklebt. Ja, echt super gemacht, Frank. Ein Haufen Zeit und Geld verballert für nichts. So Leute, ich habe mich wieder ein wenig beruhigt. Mein Blutdruck ist auch wieder auf einem normalen Level, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Form nochmal neu baue. Die Kunststoffteile sind ja noch intakt, ist ja kein Problem. Ich muss mir jetzt nur noch erst zuvor ein bisschen Abformsilikon bestellen. Da habe ich nämlich nichts mehr da, und dann geht es genau hier an diesem Punkt weiter. Ja, das war jetzt ein schneller Leichtsinnsfehler mit großen Folgen, aber ja, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wie angekündigt habe ich jetzt nochmal alles gegossen. Jetzt soll es eigentlich deutlich einfacher auszuschalen gehen. Schauen wir mal.
Jo, das hat jetzt schon mal deutlich besser geklappt als beim ersten Mal, zum Glück. Und jetzt machen wir auch gleich mit dem Betonieren weiter. Den Beton dafür habe ich mir schon angemischt und danach sage ich euch dann mal, was das Ganze überhaupt werden soll und was an dieser Erfindung dann so neuartig ist. Ich verwende jetzt hier so ganz normalen Betonestrich, das soll ja nur ein Prototyp werden. Eine Armierung kommt hier in den Beton nicht mit rein. Das ist nicht notwendig, weil das Betonteil später keine Biege, sondern nur Druckbelastungen aushalten muss. Der Beton wird dann in der Schalungsform noch verdichtet und das war es dann auch schon mit dem Betonieren. Ich habe jetzt hier schon mal einige Prototypen in verschiedenen Optiken gegossen und ich muss sagen, mit der Silikonform hat es echt super funktioniert. Aber bevor wir jetzt weitermachen, sage ich euch erstmal, was das überhaupt wird, warum es innovativ ist und für was man es verwendet. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Und zwar wird es ein neuartiger Pflasterstein, den es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und ja, ich muss zugeben, das hört sich jetzt erstmal nicht nach einem spannenden Thema an. Aber jetzt wartet erstmal ab. Ich werde euch nämlich jetzt mal was zu den Einsatzmöglichkeiten und zu den innovativen Fähigkeiten sagen, die diese Steine haben. Wie ihr schon gesehen habt, sind die Pflastersteine rund und das ist schon mal die erste Besonderheit. Ich habe es am Anfang ehrlich gesagt auch nicht glauben können, aber auf dem Markt gibt es keinen runden Pflasterstein mit einer einheitlichen Größe. Es gibt insgesamt kaum runde Pflastersteine und es liegt eben an der Form, weil die sich nicht stabil verlegen lassen, mit der Zeit immer wieder locker rütteln und das ist eben dieser runden Form geschuldet. Das Problem haben wir durch die, ich nenne es mal hier, unterschiedliche Verzahnung an der Unterseite gelöst. Dadurch passen die Steine nämlich ähnlich wie beim Schlüssel-Schloss-Prinzip zusammen und werden dann verkeilt und fixiert. Ich zeige euch das Ganze mal von oben, dadurch kann man es nämlich besser erkennen. Wie ihr sehen könnt, haben alle Steine hier an der einen Seite eine Aussparung und an der anderen Seite eine Nase. Das ist bei allen Steinen an allen Seiten gleich und dadurch kann man die Steine dann so hier miteinander verbinden, zusammenschieben und dadurch können dann die Steine dann auch nicht mehr verrutschen, weil sie nämlich hier dann in der Aussparung fixiert sind. Und was halt heutzutage auch immer ein größeres Problem wird, sind Unwetter mit Starkregen und da hat man natürlich dann auf großflächigen, versiegelten oder eben gepflasterten Flächen oft Probleme. Das Problem lässt sich auch ein bisschen minimieren durch die Fugen hier. Dadurch kann das Wasser dann zum gewissen Teil in den Untergrund abfließen und nicht komplett in die Kanalisation. Die Pflastersteine bestehen ja, wie ihr schon gesehen habt, aus zwei Elementen, nämlich aus dem Ring und aus dem Füllstein hier. Und dadurch ergeben sich natürlich auch noch weiter interessante Möglichkeiten. Die Füllsteine haben nämlich rundum hier solche Nasen, die passen genau in die Aussparung rein und wackeln dadurch dann später auch nicht. Wenn man die Füllsteine weglässt, kann man die Pflastersteine auch als Rasensteine verwenden, in den runden Aussparungen und den Zwischenräumen kann man ja Rasen anpflanzen und dann die Fläche somit begrünen. Und man kann es auch kombinieren, zum Beispiel wenn man in dieser Rasenfläche noch einen Gartenweg reinbauen will, dann kann man da, wo der Gartenweg sein soll, diese Füllsteine mit reinmachen, dann wächst da kein Rasen und dann kann man sich das quasi so anlegen, wie man das haben möchte. Ja, das ist schon ein durchdachtes System, aber das ist noch lange nicht alles, da geht noch mehr. Man kann nämlich die Steine zum Beispiel auch noch farblich voneinander absetzen oder verschiedene Farben kombinieren, so wie hier. Und dann kann man auf größeren Flächen zum Beispiel irgendwelche Abteilungen machen, irgendwelche Parkplatzeinteilungen, ja, weiß der Geier oder irgendwelche Designs großflächig umsetzen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was man mit der Aussparung hier auch noch relativ gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel von unten irgendwelche Bodenstrahler, also Lichter installiert. Man kann eine Bewässerungsanlage für den Garten vielleicht da drin installieren, irgendwelche Pfosten reinstecken zur Grundstücksbegrenzung. Also ihr seht schon, die Anwendungsmöglichkeiten, die sind in keinster Weise beschränkt. Und wenn ihr noch ein paar gute Ideen habt, was man damit noch umsetzen kann, einfach unten in die Kommentare schreiben. Das wird uns nämlich auch mal brennend interessieren. Die Community, also ihr, habt ja auch immer ziemlich gute Einfälle, das weiß ich doch. Und wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, kann auch ein vermeintlich langweiliges Thema wie ein Pflasterstein doch ganz interessant sein. Die Steine lassen sich natürlich auch in verschiedenen Optiken herstellen, also wie ihr sehen könnt, hier verschiedene Farben. Hier habe ich eine Terrazzo-Oberfläche und da habe ich eine Oberfläche, die abgesäuert wurde. Also es gibt natürlich noch viele verschiedene andere Möglichkeiten. Der Pflasterstein hat übrigens sogar einen Namen, den wir uns überlegt haben. Der heißt nämlich Green Donut. Also ich denke, das lässt sich relativ einfach herleiten. Grün, weil er eben auch als Rasenstein verwendbar ist. Und Donut, naja, weil er eben von der Form her aussieht wie ein Donut. Das Design von diesem Pflasterstein haben wir uns übrigens patentieren lassen. Und wir haben sogar schon die eine oder andere Firma, die Interesse daran hat, diesen Stein vielleicht ins Sortiment aufzunehmen und zu produzieren. Ich bin ja schon mal gespannt, was da noch so alles kommt. Ja, jetzt wisst ihr auch, was es mit dem Projekt auf sich hat, was der Pflasterstein kann und ich hoffe, dass es für euch ein bisschen interessant war. Für mich persönlich war das ganze Projekt hochinteressant. Die Planung, die Umsetzung, die Zusammenarbeit mit dem Sebastian war echt alles top und ich denke, dass ich mit dem Sebastian demnächst noch das ein oder andere Projekt umsetzen werde, weil es ist nämlich wirklich ein kreativer Kopf, muss ich sagen. Ja,
Damit wären wir heute schon wieder am Ende. Ihr könnt jetzt den Kanal noch unterstützen, könnt noch ein paar alte Videos hier oder wo auch immer schauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu neuen Projekten. Bis dahin macht's gut. Ciao.